Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wenn Sie gerade Deutsch lernen, vielleicht so auf dem Niveau A2 oder B1, und sich fragen, wie Sie über das Wohnen sprechen können, Ihre Wohnung, vielleicht einen Umzug, dann sind Sie hier genau richtig. Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir haben uns nämlich für Sie Material angeschaut, das genau dafür gedacht ist. Die Quelle heißt L'Allemand quotidien. Logement et Déménagement. Genau. Und unser Ziel heute ist es, ja, die nützlichsten Vokabeln, die Redewendungen und vielleicht auch so ein paar kulturelle Einblicke aus diesem Material für Sie rauszufiltern. Mhm. Es geht darum, wie beschreibt man eine Wohnung, wie spricht man über Möbel, was ist bei einem Umzug wichtig und wie führt man vielleicht sogar ein kleines Gespräch mit den Nachbarn. Ja. Im Grunde Sprachwerkzeug für den Alltag rund ums Zuhause. Klingt gut. Klingt sehr gut. Dann legen wir mal los. Genau, und der Fokus liegt wirklich auf der praktischen Anwendbarkeit, gerade für Ihr Sprachniveau. Es geht nicht um wahnsinnig komplizierte Grammatik, sondern darum, wie Sie mit einfachen, aber korrekten Sätzen, so typische Situationen meistern können. Wir schauen uns die Dialoge an, die Beschreibungen aus der Quelle und überlegen gemeinsam, was ist hier sprachlich wichtig und was sagt es vielleicht auch über das Leben in Deutschland aus. Ah, guter Punkt. Denn Sprache und Kultur, die sind ja oft eng verbunden. Ein sehr wichtiger Punkt. Starten wir doch gleich mal mit der ersten Szene aus dem Material. Der Umzug. Da gibt es Anna, die ist gerade umgezogen, zusammen mit ihrem Freund Tim. Und ihre Beschreibung, die klingt ziemlich realistisch, finde ich. Ja, Der Umzug war stressig und chaotisch. Kennen Sie das Gefühl? Überall stehen Kartons rum, man muss Möbel aufbauen, alles putzen. Puh, also das klingt schon nach harter Arbeit. absolut. Das fängt die Realität vieler Umzüge gut ein, diese Beschreibung. Aber interessant ist, was da noch erwähnt wird. Freunde haben geholfen. Stimmt. Das ist nicht nur eine nette Geste, sondern das deutet auf einen wichtigen sozialen Aspekt hin. In Deutschland ist es durchaus üblich, also Freunde und Familie um Hilfe zu bitten beim Umzug. Ja, klar. Das spart nicht nur Geld für ein Umzugsunternehmen, oft jedenfalls, sondern ist halt oft auch so ein soziales Ereignis, wenn auch ein anstrengendes. Stimmt, dieses gemeinsame Kistenschleppen und Pizzaessen danach, das hat ja fast schon Tradition, oder? Genau. Und nach all dem Stress, da kommt dann die Belohnung, die Anna ja auch beschreibt. Dieses Gefühl, endlich fertig zu sein und sich in der neuen Wohnung wohlzufühlen. Ja, dieses Wort Wohlfühlen, das scheint mir zentral zu sein, oder? Das ist es definitiv. Sich wohlfühlen, das geht ja über das reine Wohnen hinaus. Es beschreibt ein Gefühl von Angekommensein, von Behaglichkeit, von Sicherheit im eigenen Zuhause. Es ist so ein emotionaler Zustand, der im Deutschen oft gesucht und auch benannt wird, wenn es um die eigenen vier Wände geht. Verstehe. Dass Anna dieses Gefühl nach dem ganzen Chaos des Umzugs erreicht, das markiert ja den eigentlichen Erfolg des Wohnungswechsels. Es ist das Ziel, nicht nur eine Adresse zu haben, sondern eben ein Zuhause. Ein Zuhause, genau. Und wie sieht dieses neue Zuhause aus? Da beschreibt Annas Freund Tim die Wohnung. Sie liegt im 3. Stock eines alten Hauses. Das sagt ja erstmal nur die Lage im Gebäude. Richtig. Aber dann kommt das entscheidende Wort für die Atmosphäre. Sie ist gemütlich. Ein Wort, das man im Deutschen ja ständig hört, wenn es um Wohnungen geht. Warum ist es so wichtig, dieses gemütlich? Ja, gemütlich. Das ist schwer 1:1 zu übersetzen. Es ist mehr als cozy oder comfortable. Es beinhaltet Aspekte von Wärme, Behaglichkeit,
so einer angenehmen, entspannten Atmosphäre. Vielleicht auch was Persönliches, Ungezwungenes. Okay. Wenn eine Wohnung als gemütlich beschrieben wird, ist das ein großes Kompliment. Es suggeriert, dass es ein Ort ist, an dem man gerne Zeit verbringt und sich eben, da ist es wieder, wohlfühlt. Aha. Für Sie als Lernende ist es also ein sehr, sehr nützliches Adjektiv, um eine positive Wohnatmosphäre auszudrücken. Verstehe, also wirklich ein Schlüsselwort für das Wohngefühl. Tim geht dann ja recht systematisch vor, finde ich. Er zählt die Zimmer auf, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad und sogar ein Balkon. Das ist ja eine klare Struktur. Ja, Die kann man gut nachmachen, wenn man selbst seine Wohnung beschreiben möchte, oder? exakt. Diese Struktur, erst die Lage, dann der Gesamteindruck, dann Raum für Raum, die ist sehr hilfreich. Sie gibt Ihrem Gesprächspartner eine klare Vorstellung. Mhm. Und für Sie ist es eine gute Methode, um nichts zu vergessen. Achten Sie dabei mal auf die Präpositionen. Die stehen ja oft mit dem Dativ, wenn wir über Orte sprechen. Im 3. Stock, also in dem. Im Wohnzimmer, in dem. In der Küche, auf dem Balkon oder, wie hier im Text steht, vom Balkon gibt es eine Aussicht, also von dem Balkon. Dieses Muster Präposition plus Artikel im Dativ plus Ort ist wirklich fundamental. Gute Erinnerung an die Grammatik, danke. Tim nennt dann auch Möbel. Im Wohnzimmer gibt es ein Sofa, einen Couchtisch und ein Bücherregal. Ziemlich Standard, aber wichtiges Vokabular. Klar, In der Küche finden wir Kühlschrank, Herd und jetzt kommt's, eine Spülmaschine. Die wird als super praktisch bezeichnet. Das klingt sehr nach deutschem Pragmatismus, oder? ja, das könnte man so sagen. Praktische Aspekte spielen beim Wohnen oft eine große Rolle. Eine Spülmaschine spart Zeit und Mühe im Alltag. Daher diese positive Bewertung als super praktisch. Macht Sinn. Das zeigt, dass bei der Wohnungsbeschreibung nicht nur die Ästhetik zählt, also gemütlich, schöne Aussicht, sondern eben auch die Funktionalität. Stimmt. Das Schlafzimmer wird als klein, aber ruhig beschrieben. Wieder so eine Abwägung. Klein ist vielleicht nicht ideal, aber die Ruhe ist natürlich ein großer Pluspunkt, gerade in der Stadt. Ja, klar. Und vom Balkon gibt es eine schöne Aussicht. Das steigert natürlich die Lebensqualität. Diese Abwägung, klein aber ruhig, ist ein gutes Beispiel für die Adjektive, die Sie vorhin nannten. Die geben der Beschreibung wirklich Charakter. Okay, von der Wohnung selbst jetzt mal zu den Mitbewohnern im Haus, den Nachbarn. Mhm. Anna erzählt von ihnen, generell sind sie freundlich. Das ist ja schon mal gut. Das ist die Hauptsache. Sie erwähnt Frau Schmidt, eine ältere Dame, die Kuchen bringt. Ist das typisch deutsch, dieses Kuchenbringen? Typisch ist vielleicht zu stark gesagt, also es ist nicht alltäglich. Aber es repräsentiert schon eine traditionelle Form der freundlichen Geste unter Nachbarn, so ein Zeichen von Willkommensein oder, ja, guter Nachbarschaft. Ach so. Es kommt sicher auf das Haus an, die Gegend, die Personen. Man sollte es vielleicht nicht erwarten, aber es ist ein schönes Beispiel für eine positive Interaktion, die im Material gezeigt wird. Es unterstreicht halt den Wert einer guten Nachbarschaft. Verstehe. Also eher so ein Idealbild, aber eine nette Geste auf jeden Fall. Dann wohnt unter Anna und Tim eine Familie mit Kindern. Und die Beschreibung, die finde ich interessant. Die Kinder sind laut, aber gleichzeitig sehr nett. Das ist doch eine differenzierte Aussage. Ja, das ist sie. Sie zeigt, dass man den Lärm wahrnimmt. Kinderlärm ist ja ein häufiges Thema in Mietshäusern, Oh ja, aber ihn nicht pauschal negativ bewertet, wenn die menschliche Seite, also die Freundlichkeit stimmt. Es zeigt eine gewisse Toleranz und
ja, die Fähigkeit, verschiedene Aspekte einer Situation zu sehen. Das ist eine wichtige soziale Kompetenz im Zusammenleben. Absolut. Nicht alles ist schwarz oder weiß. Eben. Das stimmt. Und diese positive Grundstimmung im Haus, die wird ja noch durch 2 weitere Details unterstrichen. Im Haus grüßen sich alle Bewohner. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, aber ist es das denn immer? Gute Frage. Und manchmal gibt es sogar ein Hausfest im Hof. Das klingt ja fast idyllisch. Also das Grüßen im Treppenhaus, das ist tatsächlich in vielen deutschen Wohnhäusern so eine Art unausgesprochene Regel der Höflichkeit. Ah, Es nicht zu tun, kann schon als unfreundlich oder desinteressiert wahrgenommen werden. Es ist ein kleines, aber wichtiges Signal des gegenseitigen Respekts. okay. Ein Hausfest geht natürlich weit darüber hinaus. Das deutet auf eine aktive, engagierte Hausgemeinschaft hin. Das ist sicher nicht die Norm, aber ein Zeichen dafür, dass die Bewohner Wert auf Gemeinschaft legen. Das Verb sich verstehen, wie in dem Satz „Wir verstehen uns gut" aus dem Material, beschreibt ja genau dieses Ziel einer harmonischen Nachbarschaft. Sich gut verstehen, das ist das Stichwort. Das hängt aber sicher nicht nur von netten Nachbarn ab, sondern auch von den Rahmenbedingungen. Und damit kommen wir zum lieben Geld. Die Miete. Wichtiges Thema. Tim zahlt die Kosten. 950 € im Monat. Wichtig, inklusive Nebenkosten. Seine Einschätzung. Nicht billig, aber für diese Lage okay. Hier spielt also die Lage eine große Rolle. Absolut. Die Lage ist oft der entscheidende Faktor für den Mietpreis in Deutschland, besonders in Städten. Tims Begründung: Nähe zum Stadtzentrum, kurzer Arbeitsweg, das sind klassische Argumente, die einen höheren Preis rechtfertigen können. Ja, Seine Aussage: Nicht billig, aber okay, spiegelt so einen typischen Kompromiss wider. Man wägt halt Kosten gegen Vorteile ab. Selten ist alles perfekt, man muss Prioritäten setzen. und dieser Begriff Nebenkosten, der ist ja super wichtig in Deutschland, oder? 950 € klingt erstmal viel, aber wenn da schon alles drin ist? Genau, das ist ein entscheidender Punkt, den Sie als Mieter in Deutschland verstehen müssen. Die Miete setzt sich oft zusammen aus der Kaltmiete, das ist die Miete für den reinen Wohnraum, und den Nebenkosten, auch Betriebskosten genannt. Okay. Dazu gehören Dinge wie Heizung, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Grundsteuer, oft auch Hausmeister, Treppenhausreinigung, Versicherungen. Alles Mögliche. Ja, eine ganze Liste. Die Summe aus Kaltmiete und Nebenkosten ist dann die Warmmiete, also das, was man monatlich tatsächlich überweist. Tims 950 € inklusive Nebenkosten beziehen sich also auf die Warmmiete. Ah, Es ist wirklich essentiell bei einem Mietangebot immer zu klären, ob die Nebenkosten enthalten sind und was genau sie umfassen. Das vermeidet böse Überraschungen. das ist ein wirklich praktischer Hinweis. Man muss also genau hinschauen, was inklusive bedeutet. Okay, nach Miete und Nachbarn schließt die Quelle mit ein paar, handfesten Umzugstipps. Das passt gut zum Anfangsthema Stress. Stimmt. Die Tipps sind: früh genug Kartons besorgen, Dinge beschriften, mein persönlicher Favorit. Sehr wichtig, ja. Die alte Wohnung sauber hinterlassen und, wir hörten es schon, Freunde um Hilfe bitten. Ziemlich bodenständig, oder? Bodenständig, aber effektiv. Diese Tipps zielen alle auf gute Organisation und Planung ab. Denken Sie an Annas anfängliche Beschreibung: stressig und chaotisch. Ja, Genau das soll durch diese Maßnahmen vermieden oder zumindest reduziert werden. Das Beschriften von Kartons spart enorm Zeit beim Auspacken. absolut. Das frühzeitige Besorgen von Material vermeidet Hektik kurz vorm Umzugstag.
Und das sauber Hinterlassen der alten Wohnung ist nicht nur höflich, sondern in Deutschland oft eine vertragliche Pflicht. Ach, wirklich? Ja, die Standards für sauber können dabei durchaus hoch sein. Stichwort Besenrein oder manchmal sogar eine gründlichere Reinigung ist gefordert. Ah, das mit der Sauberkeit ist also nicht nur Nettigkeit, sondern hat oft vertragliche Hintergründe. Gut zu wissen. Diese Tipps unterstreichen irgendwie auch so ein gewisses deutsches Faible für Planung und Gründlichkeit, finde ich. Ja, das kann man durchaus so sehen. Eine gute Vorbereitung wird oft als Schlüssel zum Erfolg gesehen, um unvorhergesehene Probleme und damit eben Stress zu minimieren. Das gilt für Umzüge genauso wie für viele andere Lebensbereiche. Okay, wir haben jetzt die Szenen durchleuchtet. Umzug, Wohnung, Nachbarn, Miete, Tipps. Jetzt kommt ein Abschnitt im Material, der besonders für Sie als Lernende Gold wert sein könnte. Die nützlichen Sätze. Ja, die Bausteine. Das sind quasi fertige Bausteine für Gespräche. Richtig. Und anstatt sie jetzt nur aufzulisten, lass uns doch mal überlegen, wie Sie diese Sätze aktiv nutzen und vielleicht sogar leicht anpassen können. Nehmen wir mal den Basissatz. Ich wohne in einer Wohnung oder ich wohne in einem Haus. Das ist die Grundlage. Mhm. Wie könnte man das jetzt erweitern, basierend auf dem, was wir gerade besprochen haben? Man könnte die Lage hinzufügen, ich wohne in einer Wohnung im 3. Stock. Genau. Oder ein Adjektiv. Ich wohne in einer gemütlichen Wohnung. Perfekt. Oder Sie kombinieren es mit der Zimmeranzahl. Die wird ja auch als Beispielsatz genannt. Meine Wohnung hat 3 Zimmer. Man könnte also sagen, ich wohne in einer Wohnung, sie hat 3 Zimmer und einen Balkon. Sehen Sie? Ja, Sie nehmen die einfachen Bausteine und fügen sie zusammen, um mehr Details zu geben. Das Verb haben ist hier zentral. Meine Wohnung hat x Zimmer, einen Balkon, eine große Küche. das macht Sinn. Und für die Beschreibung der Zimmer gibt es den Satz, das Wohnzimmer ist groß und hell. Auch hier kann man variieren, oder? Natürlich. Ersetzen Sie einfach die Adjektive. Das Wohnzimmer ist klein, aber gemütlich. Das Schlafzimmer ist ruhig. Die Küche ist modern, altpraktisch. Nutzen Sie die Adjektive, die wir vorhin besprochen haben, um Ihre eigene Situation zu beschreiben. Ah ja, Das Verb sein ist hier der Schlüssel. Der Raum ist plus Adjektiv. und dann der Umzug selbst. Der Satz lautet, ich bin umgezogen. Das ist perfekt. Eine wichtige Zeitform für Vergangenes. Richtig. Man könnte hinzufügen, wann. Ich bin letzten Monat umgezogen. Oder wie es war. Ich bin umgezogen. Der Umzug war stressig, einfach. Genau. Und Freunde haben mir geholfen. Wieder perfekt. Das sind wirklich typische Sätze, die Sie in Gesprächen über einen Umzug brauchen. Dann zu den Nachbarn. Meine Nachbarn sind nett, ruhig, laut. Einfach das passende Adjektiv auswählen. Mhm. Oder eben die differenzierte Sicht, die wir hatten. Meine Nachbarn sind manchmal laut, aber nett. Stimmt. Und schließlich die Miete. Die Miete ist günstig teuer. Das ist die einfache Bewertung. Oder konkreter wie im Beispiel, ich zahle x Euro im Monat. Hier müssen Sie natürlich Ihre eigene Zahl einsetzen. Klar. Ich zahle 800 Euro im Monat. Und Sie könnten ergänzen, ob das warm oder kalt ist. Ich zahle 800 Euro Warmmiete. Oder inklusive Nebenkosten. Das ist ein sehr guter Punkt. Diese Ergänzung inklusive Nebenkosten oder Warmmiete, die ist wichtig für die Klarheit. Was wir hier sehen, diese nützlichen Sätze sind nicht starr. Sie sind flexible Muster. Ja, Üben Sie doch mal, indem Sie die Subjekte, Objekte, Adjektive oder Zahlen austauschen
um ihre persönliche Realität abzubilden. Das ist aktives Sprachenlernen. Super Tipp. Ihre aktuelle Wohnsituation beschreiben. Das wäre eine tolle Übung für Sie. Eine sehr gute Anregung. Damit kommen wir auch langsam zum Ende unserer heutigen Besprechung. Fassen wir vielleicht kurz zusammen. Ausgehend von L'Élément quotidien haben wir uns angesehen, wie man auf Deutsch über das Wohnen und Umziehen spricht, auf einem Niveau, das für Sie als A2, B1 Lernende gut machbar sein sollte. Mhm. Wir haben Vokabular für Räume und Möbel angeschaut, über den Stress und die Freude beim Umzug gesprochen, die Bedeutung von Nachbarn und Gemeinschaft beleuchtet und die wichtigen Themen Miete und Nebenkosten diskutiert. Und wir haben gesehen, dass es eben nicht nur um einzelne Wörter geht, sondern darum, diese in sinnvollen Sätzen anzuwenden und dabei auch so ein Gefühl für kulturelle Aspekte zu entwickeln. Was bedeutet gemütlich eigentlich? Wie wichtig ist Nachbarschaft? Wie geht man mit Kosten um? Genau. Die nützlichen Sätze bieten dafür eine hervorragende Grundlage. Wenn Sie diese Muster nutzen, um über Ihr eigenes Zuhause zu sprechen, werden Sie sich nicht nur sprachlich sicherer fühlen, sondern vielleicht auch ein Stück mehr angekommen. Ein schönes Schlusswort. Bevor wir uns verabschieden, vielleicht noch ein Gedanke zum Weiterdenken für Sie, der sich so aus unserer Diskussion ergibt. Anna fühlte sich ja am Ende in ihrer neuen Wohnung wohl. Ja, Wir haben über Lage, Kosten, Nachbarn gesprochen, die eher äußeren Faktoren. Aber was macht für Sie ganz persönlich, also jenseits dieser praktischen Dinge, ein neues Zuhause zu einem Ort, an dem Sie sich wirklich wohlfühlen? Welche immateriellen Dinge sind dafür entscheidend? eine Frage, die über das reine Vokabellernen hinausgeht und zum Reflektieren anregt, finde ich. In der Tat. Damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei dieser Vertiefung zum Thema Wohnen auf Deutsch. Wir hoffen, Sie konnten einige nützliche Anregungen und Sprachbausteine mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!